Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder alle mit dabei seid. Unter Kurfürst August dem Starken erlangte die Bewunderung für das ehemalige Osmanische Reich seinen Höhepunkt. Der König inszenierte sich sogar als Sultan. Gern möchte ich euch jetzt die türkische Kammer etwas genauer vorstellen. Die Wurzeln der türkischen Kammer reichen bis weit in das 16. Jahrhundert zurück. Erste Objekte gelangten in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts nach Dresden. Seit 1591 ist die Sammlung ein eigenständiger Teil der Dresdner Rüstkammer. Die Sammlung entstand jedoch weniger durch Kriege als durch diplomatische Geschenke sowie gezielte Ankäufe. Besonders August der Starke liebte den Orient. Als sächsischer Kurfürst und späterer König von Polen inszenierte er sich mehrfach als Sultan und schickte Johann Georg Spiegel auf Einkaufstour nach Konstantinopel, heute Istanbul, und importierte für seine barocken Feste sogar Kamele und Araberpferde mit edlem Prunkreitzeug an seinen Hof. In der Einkaufsliste, die August der Starke am 30. April 1713 an Johann Georg Spiegel nach Istanbul schicken ließ, spielten Zelte eine besondere Rolle. Er bestellte eine komplette Zeltstadt, inklusive des für deren Aufbau nötigen Personals. Spiegel kaufte schließlich 4 vollständige Zelte und mehrere einzelne Zeltwände sowie Utensilien wie Sitzkissen und Teppiche zur Inneneinrichtung, die bei diversen Anlässen immer wieder zum Einsatz kamen. Erhalten hat sich von den Zeltteilen lediglich das reich mit Applikationen aus farbiger Seide, Baumwolle und vergoldetem Leder verzierte Dach eines kleinen Zweimasttzeltes. Die zugehörigen Seitenwände fehlen seit dem 19. Jahrhundert. Nach dem 1721 siegreich abgeschlossenen Großen Nordischen Krieg beschloss August der Starke eine Neuorganisation und Neuausrüstung der sächsischen Truppen. Die schwedische Armee war zuvor 5 Jahre bis 1706 durch seine Lande gezogen und hatte ihn zunächst zur Abdankung gezwungen. Das Ergebnis der Neuorganisation wurde in einer Truppenschau mit Feldlager der gesamten 27.000 Mann starken sächsischen Armee im Juni 1730 vorgestellt, die in der Nähe von Zeithain stattfand. Das Zeithainer Lustlager war eine organisatorische und logistische Meisterleistung, die europaweit für Aufsehen sorgte. Es war nicht nur die größte Truppenschau Europas, es galt vor allem als das gigantischste Barockfest seiner Zeit, das Spektakel des Jahrhunderts, welches wegen seiner Pracht und Üppigkeit bis heute Inbegriff barocker Lebensart ist. Zur Heerschau des Zeithainer Lagers zählten auch eine 600 Mann umfassende Janitscharentruppe August des Starken, zu deren Ausrüstung auch Pallasch und Helm gehörten. Im osmanischen Staatswesen nahmen die Janitscharen wichtige Positionen ein. Eigentlich Eliteinfanterie des osmanischen Heeres stellten sie bei besonderen Anlässen auch die Leibwache des Sultans. Dieser türkische Säbel wurde auch als Janitscharen-Säbel bezeichnet. Zusätzlich wurden die Klingen und der Helm mit den bekrönten Initialen Augustus Rex versehen. In seiner Form entspricht der Helm der Kopfbedeckung einer osmanischen Elite oder Nobelgarde des Sultans. Der große bronzene Kochkessel spielte bei den Janitscharen eine zentrale Rolle. Als Wahrzeichen bei festlichen Anlässen vorangetragen, erschließt sich seine Bedeutung in den Anfängen der osmanischen Eliteeinheit. Der Sultan galt als Ernährer und Oberhaupt der Truppen und diese wiederum waren ihm zu Gehorsam verpflichtet.
Ursprünglich wurden die Mahlzeiten in der Küche des Sultans zubereitet und danach in die Janitscharen-Kasernen gebracht. Die Verweigerung der Suppe bedeutete Unzufriedenheit mit den herrschenden Zuständen und der Sturz des Kessels den Aufstand der Janitscharen. Die Janitscharen, was so viel heißt wie neue Truppe, standen als Kriegersklaven in der jahrhundertealten Tradition. Die Osmanen rekrutierten sie meist aus dem Balkan. Sie wurden die Leibgarde des Sultans und im Laufe ihres Bestehens erlangten sie enorme Macht. Dies führte aber auch langsam zu ihrem Untergang und zur Auflösung der Eliteeinheit. Beim Zeithainer Lager führten die sächsischen Janitscharen Fahnen mit einem Dekor aus gelben Mondsicheln und Sternen auf blauem Grund. In ihrer Form entsprechen diese Fahnen nicht denen der osmanischen Janitscharen, sondern erinnern eher an die kleinen Fähnlein der Reiterspieße. Vor 48 geladenen europäischen Fürsten und deren Militärs präsentierte August seine Armee im Manöver, organisiert vom Generalfeldmarschall Graf Wackerbarth, worauf großartige Festlichkeiten folgten, abgeschlossen mit einem Feuerwerk bei Riesa. Das Zeithainer Lustlager stellte nicht nur die militärische Leistungsfähigkeit, sondern auch den hohen Stand der sächsischen Kunst und Kultur zur Schau. Anwesend war auch der Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I. Ein besonderer Höhepunkt des Festes war ein vom Dresdner Bäckermeister Johann Andreas Zacharias und 60 Bäckerknechten gebackener Riesenstollen. Er war 1800 Kilogramm schwer und war in einem eigens dafür von Matthäus Daniel Pöppelmann gebauten Ofen gebacken und vom Backhaus aus auf einem von 8 Pferden gezogenen Wagen in Augusts Lager gebracht worden. Dort wurde das Backwerk mit dem berühmten großen Stollenmesser angeschnitten, in 24.000 Portionen aufgeteilt und an die Gäste ausgegeben. Ein 5-stündiges Feuerwerk am 24. Juni tauchte den Fluss und die Stadt Riesa in bunte Farben. Es wurden für die Verköstigung der Besucher allein 172 Rinder geschlachtet. Außer all den anderen damals üblichen Köstlichkeiten und Tafelfreuden an Wild und edlem Gemüse. Ständig waren Fuhrleute mit Anspännerdiensten beschäftigt, zum Transport und Heranschaffen von Proviant für das Heer, für die Gäste und für die Tiere. Historische Bedeutung erlangte das Lustlager auch durch einen während der Manövertage ausgetragenen heftigen Streit zwischen dem Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I. und seinem Sohn, dem damaligen Kronprinzen Friedrich, später Friedrich der Große. Der König züchtigte seinen Sohn vor Untergebenen. Dieser verließ Zeithain daraufhin fluchtartig. Während des Lagers offenbarte Friedrich seinem Freund Hans Hermann von Katte den Plan, nach Frankreich zu fliehen, um sich der Erziehungsgewalt seines strengen Vaters zu entziehen. Katte versuchte ihn zwar davon abzuhalten, begleitete ihn aber schließlich doch und wurde dafür später hingerichtet. August Christoph von Wackerbarth hatte über Spione von den Fluchtplänen erfahren und diese Friedrich Wilhelm I. mitgeteilt. Heinrich Graf von Brühl hatte dabei wohl eine entscheidende Rolle gespielt. Dadurch wurden beide Freunde bald aufgegriffen. Heinrich von Brühl hatte sich damit einen Feind geschaffen, der ihn dies Jahre später im Siebenjährigen Krieg spüren ließ. In der Ausstellung befindet sich auch der Kürass von Kurfürst Johann Georg III. Von Sachsen, den er in der Schlacht von Wien getragen hat. Ein schwerer, geschwärzter Feldkürass. Das Besondere an diesem Stück ist, dass man noch genau sieht, wo der Kurfürst von einer Kugel getroffen wurde.
Er wurde vom Pferd geschossen, überlebte aber. Das Gefecht kam für die Belagerer unter dem osmanischen Oberbefehlshaber Kara Mustafa nicht unerwartet. Auf die Einnahme von Wien konzentriert, hatte der Großvisier des Sultans es versäumt, das Donauufer besser überwachen zu lassen. So konnten es die heranziehenden Verteidiger leicht überqueren. Die Höhen des Wienerwalds blieben von den Belagerern ungesichert. So trafen sich die verbündeten polnisch-sächsischen Fußtruppen zwischen Kallenberg und Leopoldsberg im Rücken der Osmanen, die Wien umzingelten. Der polnische König Johann III. Sobieski, unterstützt von Johann Georg III. Von Sachsen, führte am frühen Abend seine Husaria genannte berittene Elitetruppe über das Gebirge in die hügelige Ebene vor der Stadt und drang durch die Linien der Janitscharen mitten ins Lager der Angreifer vor. Wien war gerettet, die Osmanen flohen. Am 12. September 1683 befreite das kaiserlich-polnische Heer in einer siegreichen Schlacht das von den Osmanen belagerte Wien. Daran war auch Kurfürst Johann Georg III. Mit seinem etwa 10.400 Mann starken Truppen maßgeblich beteiligt. Nach dem Sieg wurden viele osmanische Stücke erbeutet. Einige von ihnen sandte man dem Kurfürsten nach, der Wien unmittelbar nach den Kämpfen verlassen hatte. Nun möchte ich mich ganz herzlich von euch verabschieden. Ihr habt wieder ganz spannende Einblicke in das Residenzschloss Dresden erhalten. Hat euch dieses Video gefallen, dann würde ich mich wieder sehr über einen Daumen hoch freuen. Und wollt ihr nie wieder ein wunderschönes Schlösser- und Burgenvideo verpassen, dann abonniert am besten gleich den Kanal. Ich sage dann schon einmal Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!